herzlich willkommen. Ihr schaut Eduards Welt. Dieses Video wird das erste Unboxing-Video auf meinem Kanal sein. Ich freue mich so. Heute stelle ich euch nämlich meinen Aroma Diffuser vor. Wenn es euch interessiert, dann abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und los geht's! Und zur Info. Dieses Video wurde auf gar keinen Fall gesponsert von iDodo. Das ist keine bezahlte Kooperation. Ich habe mir den selber gekauft und ich sage euch auch meine freie Meinung dazu. Also lasst uns ein bisschen loslegen. Also fangen wir mal an. Dann machen wir erstmal die Box auf und schauen da rein. Was ist hier? Als allererstes finden wir hier so einen kleinen Messbecher mit Maximum 150 Milliliter. Den stellen wir hier mal hin erstmal. Dann kommt ein sehr wichtiges Teil, nämlich so ein Bad oder so ein Spul oder ja, mit so einem Ding. Dann kommt hier das Netzteil, das man in die europäische Steckdose einschließen kann. Dann haben wir auch noch ein sehr großes und wichtiges Teil. Das ist die Haube, wo der Nebel eben rauskommt. Lassen wir eben hier drauf. Und als allerletztes können wir das wegschmeißen und Spaß. Und das sind die Öle. Nochmal, keine bezahlte Werbung. Das sind die Aromaöle. Ich zeig sie euch mal. So, seht ihr sie? Also, wir haben hier. Als erstes zeige ich euch meine zwei Lieblingsaromas. Meine zwei Lieblinge sind. Da muss ich die rausbekommen. Also, meine zwei Lieblinge sind hier Frankincense und Sandalwood. Dann gibt's noch Nutmeg, Patchouli, Cypress und Cedarwood. So, und das war's dann auch. Auf jeden Fall Frankincense und Sandalwood sind meine Lieblingsdüfte. Wieder. Und wie funktioniert das Ganze? Nur so kommt noch eine Anleitung dazu, aber heute bin ich eure Anleitung. Und übrigens, ich verlinke euch den unten in der Infobox, falls ihr euch für den interessiert. Sage ich jetzt erstmal, wie man den verwendet. Los geht's. Also als allererstes habe ich hier 150 Milliliter Wasser in den Messbecher gefüllt. Vielleicht fokussiert es jetzt nicht so doll, aber egal. Und das füllen wir jetzt hier in den Pool. In den Whirlpool. Und das blubbert später dann noch. Oh, also, danach haben wir hier die Haube. Aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt steht erstmal die Auswahl der Öle. Ich glaube 2 ist gut oder 1 eben. Und jetzt müssen wir eben 2 oder ein Öl auswählen. Ich nehme wie gesagt meine Lieblingsöle. Also wie gesagt Frankincense und Sandalwood. Die nehme ich jetzt auch. Kann ich mal zur Seite legen. Und von jedem 2 Tropfen hier rein. Aber passt auf, wenn ihr irgend so eine Allergie auf so Gräser oder Bäume so habt, dann lieber nicht machen, weil sonst kriegt ihr Kopfschmerzen. Und nicht zu viel, weil sonst ist es zu konzentriert. Also hier ist wie gesagt von jedem 2 Tropfen. 1. Das dauert nicht mehr lange. 2. So, von Frankincense habe ich jetzt erstmal 2 reingetan. Jetzt Sandalwood.
1, 2. Das ging ja schnell. Okay. Tue ich das eben hier hin. So, und jetzt kommt der wichtige Part. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal das Teil an Strom anschließen. Ich habe schon in die Steckdose getan. Normalerweise mache ich es immer davor, aber jetzt gerade ein bisschen vergessen. Und das passiert nämlich, wenn man es vergisst. Und dabei seid bitte ganz vorsichtig, dass euch so wenig wie möglich Flüssigkeit rausspringt oder wie es mir gerade passiert ist. Wir finden das Loch. Ich benutze das Gerät auch oft beim Buchlesen am Abend und so. Das ist immer ganz angenehm. Aber nicht zu viel. Sonst hat man danach Kopfschmerzen. Und das mache ich euch mal nicht so schön. Nicht so schön. Okay. Dann fangen wir an. So, ich habe es jetzt an Strom angeschlossen. Jetzt kommt erstmal die Haube drauf. Und die große Öffnung, also wo es nicht so hoch ist, zur Seite drehen, wo ihr den Nebel raushaben möchtet. Und jetzt gibt es hier 2 Knöpfe. Erstens links bei euch Light und dann Mist. Also zuerst drücken wir mal auf Mist. Jetzt, ihr hört es nicht, vielleicht seht ihr es. Ich weiß nicht, ob die Kamera das zeigt. Jetzt ist der Nebel angegangen erstmal. Aber es ist noch ein bisschen langweilig. Deswegen schalten wir hier noch das Licht an, nämlich bei Light. Und das Licht, das sieht man am besten im Dunkeln. Und das wechselt dann auch immer. Das zeige ich euch jetzt nämlich. So Leute, seht ihr es? Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Warte, das kann spritzen. Guck mal, wie schön dieser Whirlpool hier aussieht. Und übrigens, wenn ihr lange auf Mist drückt, dann kommt entweder einmal Beep. Das heißt, sehr viel Nebel kommt raus. Oder Beep Beep bedeutet, dass weniger Nebel rauskommt. Macht's mal Beep. Jetzt kommt viel Nebel raus und dann riecht es auch. Ich habe ein bisschen Wasser, wie gesagt, verschüttelt, aber egal. Warte. Mal. Oh, das leuchtet dann noch. Und es blubbert dann noch am Abend beim Buchlesen. Oh. Okay, wieder Licht an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr meinen Kanal abonniert, mir ganz viele Daumen nach oben gibt, damit ich ganz viel Motivation habe, für euch neue, coole, spannende Videos zu drehen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal hier in Eduards Welt. Ciao!